Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, in dem ich mal wieder etwas Lebenszeit gegen Wissen eintauschen möchte. Ich habe mir die letzte Woche mal ein bisschen Face-Swapping angeguckt und bin da mit einem Workflow rausgekommen, der für mich eigentlich ganz gut funktioniert, und ich habe dabei daran gedacht, es sollte nicht zu kompliziert sein und es sollte auch einfach zu installieren sein, weil ich glaube, auf dem Kanal haben wir ein breites Spektrum auch von ComfyUI-Anwendern, also ganze Neulinge, die in das Thema reinkommen, bis hin zu fortgeschritteneren Anwendern. Und ich wollte jetzt nicht so einen komplizierten Workflow machen. Ich dachte mir, das geht doch bestimmt auch simpel. Ich bin dabei dann bei diesem folgenden Workflow hier rausgekommen und den möchte ich einfach mal zur Diskussion stellen. Das ist so ein Face-Swapping-Mock, also My Own Creation. Was ich dazu gefunden hatte bisher, hat mir nie so wirklich gefallen oder es war mir zu kompliziert, so in die Richtungen. Deswegen, ich zeige es euch einfach mal und ja, wir können dann ja mal in die Diskussion gehen oder ihr könnt mir schreiben, wie ihr es macht oder wie ihr es findet, ob ihr bessere Resultate erzielt oder nicht, ob ihr denkt, wenn ihr diesen Workflow mal hier probiert, dass es immer auch wieder dieselbe Person ist, die am Ende bei rauskommt. Er hat noch einen Haken, mal gucken, ob wir da reinlaufen im Zuge dieses Tutorials. Mal schauen. Aber lass uns einfach mal beginnen. Und wir bauen den Workflow jetzt mal selber zusammen und ich hoffe, ich erinnere mich daran, wie ich ihn gemacht hatte. Zum Installieren der Custom Nodes. Gebt im ComfyUI Manager mal Swap ein. Da seht ihr schon die Node, die ich verwendet habe. Und zwar ist das diese hier, die einfache Face Swap Node. Und daran gefiel mir halt einfach, dass man sie installieren kann, runterladen kann und sie funktioniert. Das war mir an der Stelle ziemlich wichtig. Ich lasse das nochmal auf, weil bei den anderen, wenn man zum Beispiel mal hier in die Root Nodes für ComfyUI und so guckt, Root ist ja ein bekanntes Framework für Face-Swapping. Hier ist allerdings oft mit erwähnt, ich gucke mal eben, dass man Visual Studio, hier C++ Build Tools und sowas installieren muss. Und das wollte ich jetzt eigentlich vermeiden. Ich möchte keine Zusatzsoftware oder sonst irgendwas installieren. Es ist keine Software, es sind Tools, SDKs so in die Richtung. Das möchte ich vermeiden. Deswegen habe ich mich jetzt für diese Node hier entschieden. Und ganz interessant dabei ist auch, dass sowieso gesagt wird, es gibt bisher nur ein 128 x 128 Model in dem Bereich. Also das wurde veröffentlicht. Das ist sehr klein. So, und deswegen eignet sich diese Face-Swapping-Technik auch nicht unbedingt, um große Bilder mit Gesichtern auszutauschen. Aber kommen wir gleich zu. Wenn wir hier in die Root Nodes zum Beispiel gucken, sehen wir hier auch schon, dass hier der InSwapper 128 ONNX verwendet wird. Das ist halt auch oder dieses 128 Model. Also von der Größe her 128 x 128. Deswegen bin ich bei der Entscheidung geblieben, ich benutze jetzt einfach die und wir schauen uns das mal an. Weiterhin werden wir noch ein paar andere Dinge gebrauchen. Das ist zum Beispiel wahrscheinlich die Quality of Life Suite, was war das? Impact Pack mit dem Face Detailer. Das seht ihr dann ja an den Nodes und die Links sind unten in der Beschreibung, falls euch Custom Nodes fehlen. Und ansonsten, wenn ich den Workflow bereitgestellt habe und ihr den dann mal ausprobieren könnt ihr hier auch über Install Missing Custom Nodes gehen und die nachinstallieren. Wir fangen einfach mal an. Als allererstes nehme ich mir mal 2 Loader aus den Tiny Terra Nodes, die hätte ich gerne. Wir nehmen 2 Pipe Loader. Oh, einen Moment. So musst du ganz kurz cutten. Ich hatte noch vergessen, vor der Aufnahme Programm zu starten, was uns nämlich anzeigt, welche Tastenkombination ich hier unten drücke. Also es war ein einfaches Steuerung C, Steuerung V an der Stelle. Das war nichts Dramatisches. Gut. Von hier aus gehen wir in 2 Sampler rein. Ich stelle schon mal das Model ein, beziehungsweise wir geben beiden Samplern mal dasselbe Model. Checkpoint Name to Input. Und es geht jetzt übrigens, dass wenn ihr jetzt hier so einen separaten Input erstellt habt, ihr könnt jetzt einen Double-Click da drauf machen und ihr kriegt direkt eine Primitive. Das ist super, oder?
Das finde ich auch äußerst praktisch. Wir nehmen das Epic Realism, verbinden das einmal mit beiden Samplern und dann laden wir dasselbe Model für beide Sampler. Ich habe gesagt, wir brauchen 2 Sampler hier. Ich bleibe mal bei Euler und Normal, damit ich nicht für jeden Sampler später die Sampler-Names und den Scheduler anpassen muss. So, der obere Bereich soll uns dafür dienen, dass wir ein Gesicht erstellt kriegen. Und da können wir dann schon mal direkt ein Preview-Image hier hinterhängen. Das werden wir später sowieso brauchen. Hier können wir auch das Preview anmachen. Hier auch. Gut, das heißt, wir sagen mal hier, ich nehme mal hier einen Fixed-Wert, irgendein Seed. Und ich sage mal hier, ich zoome mal ran, dann könnt ihr besser lesen. 40-year-old woman. Old, was ist denn old? Old woman with brown hair and blue eyes. Dreadlocks. Negative lasse ich an der Stelle frei, beziehungsweise einfach zur Sicherheit können wir hier schon mal unsere beiden Standard-Negatives eintragen. Gut, die Notes hier unten schalte ich nochmal aus. Was war denn jetzt Control und das? Zu schnell geklickt. Steuerung M. Okay. Einmal durchrattern lassen, beziehungsweise Model einmal laden und dann rattern lassen. Ah, ich habe noch was vergessen und zwar White Background. Ich hätte gerne einen Fokus auf die Person selber. Und wir sagen hier an der Stelle Close-Up Off. Das soll kein Unterstrich sein, sondern ein Bindestrich. So, ist das schon gut? Gucken mal. Ich denke, das ist ganz okay. Sie ist charakteristisch in Ordnung. Gut. Ab dem Punkt, wenn wir jetzt den unteren Strang anmachen, sagen wir möchten erstmal diesen Prompt hier, den wir hier vorne haben, nicht immer wieder neu eingeben müssen. Das machen wir, indem wir eine Textnote hinzufügen. So, kopieren uns diesen Prompt hier raus und da rein und sagen dann an der Stelle, wir wollen den schon mal auf jeden Fall in den Positive Input packen und suchen uns jetzt schon mal einen Replace raus. Und da kommt hier die Quality of Life Suite zu tragen. Und zwar, ach, das passt hier wieder nicht. Moment. Was mache ich hier? Welche hatte ich denn da? Replace String. Nein, die war es nicht. Replace Text, die ist es. Entschuldigung, aber da muss man einmal durchlaufen. Und hier können wir nämlich sagen, wir wollen den Text in einen Input konvertieren. Dann können wir den hier reinhängen und den können wir dann da reinhängen in den Positive. Gut, das heißt, das hier ist unsere Person. Jetzt haben wir hier auch Old und New. Wir machen jetzt, wir sagen an der Stelle, unser Old Value wird sein Unterstrich Person und der New Value, New to Input, da hängen wir unseren Text rein. Das heißt, wir brauchen eine neue Note davon und sagen jetzt an der Stelle nur Unterstrich Person. Und das Ganze hängen wir in den Text rein. Jetzt müssen wir hier nur noch den White Background einmal hier unten rausnehmen und hier oben reinpacken. Was wir an der Stelle jetzt nämlich machen ist, wir nehmen diesen Text und ersetzen das Unterstrich Person durch das. Und das gibt uns die Möglichkeit, wenn wir jetzt einmal eben hier einen Text-Debug darunter hängen, der uns das hoffentlich anzeigt. Ja, jetzt haben wir hier nämlich Close-Up auf blablabla, unseren Prompt halt, plus White Background. Das hat funktioniert.
Und das dient dazu, dass wir unseren Charakter beschreiben oder unser Gesicht. Für den Sampler hier unten nehmen wir auch den Positive in den Input, nehmen auch einen Replace. Wir replacen nämlich dasselbe, hängen bei New ebenfalls unsere Person rein und nehmen als Text aber das. Was mir gerade noch auffällt ist, wir müssen auch noch das Close-Up Off rausnehmen hier oben und hier vorsetzen. Das heißt, hier oben an der Stelle kriegen wir, habe ich jetzt 2 Leerzeichen? Ja, das hasse ich ja. Hier oben kriegen wir jetzt Close-Up Off a 40-year-old woman, bla bla bla, Dreadlocks, white background. Und wenn wir das hier unten machen, Moment, das ist jetzt unser Text. Hier können wir jetzt sagen, unterstrich Person und dann verschiedene weitere Prompts machen. Zum Beispiel hier können wir dann sagen, Absurd Res Masterpiece, High Detail, Intricate, 8K, sowas in der Art. Wir können aber auch sagen, wir wollen mal verschiedene Varianten haben. Ich zoome mal rein. Wir nehmen nämlich jetzt mal eine Wildcard und können hier sagen, walking through, na, was denn hier los? Through a street, waiting for the train. Was könnten wir noch machen? In a Jazz Club, sowas. Das heißt, beim jedem Mal durchlaufen nimmt er sich hier einen zufälligen Wert aus diesen Begriffen und rendert unser Bild. Aber nichtsdestotrotz haben wir hier vorne, dadurch, dass wir Person wieder austauschen, die Beschreibung unserer Person an der Stelle. Das können wir jetzt einmal kurz ausprobieren. Ach, hier unten hat er Positive versucht zu rendern. So. Das funktioniert schon ganz gut. Was wir jetzt machen, ist, wir gehen hier hinten in einen Upsampling-Prozess. Ich nehme dafür einfach den High-Res Fix Scale. Ich kann hier unten schon mal die Höhe des Bildes auf 712, damit wir ein bisschen mehr Fotomaße kriegen hier. Wir gehen hier in einen Upscaling-Prozess und nehmen dahinter auch einen Upscaling-Sampler. Optional Latent, Denoise runter auf 0,5. So, jetzt kriegen wir immer wieder verschiedene Bilder hier, die dann hochskaliert werden. Das funktioniert. Und an dieser Stelle hier baue ich dann die Face Swap Node ein. Die ist im Prinzip auch nicht schwer zu verstehen. Hier muss man nämlich einfach sagen, wir wollen einmal das Bild haben, das ist das hier unten, das Image, was wir verändern wollen, das ist das. Und hier haben wir das Face und da können wir jetzt aus dem oberen Sampler das Gesicht nehmen. Und statt dieses Bildes schicken wir jetzt dieses Bild ins Upscaling. Um mal zu gucken, was hier passiert, würde ich sagen, wir hängen hier oben nochmal eine weitere Preview Image Node dran, weil das ist ja unser... Na, eigentlich ist es schon der dritte Schritt. Wir können hier auch nochmal eine Preview Image Node nehmen. Das ist der zweite Schritt. Das ist der dritte Schritt. Und hier haben wir den vierten Schritt. Wenn wir das einmal laufen lassen, dann läuft der Sampler durch. Das ist das Bild, was wir hier gekriegt haben. Aha. Ah, okay, guter Punkt. Bei der Face Swap Node müsste ich hier unten nochmal eine 0 eintragen. Das sind die Indexe der Gesichter im Bild. Das heißt, wir haben auch ein schlechtes Bild gekriegt. Ich weiß nicht, ob er das als Gesichter erkennen würde. Aber das wäre 0, 1, 2, 3, 4, 5. Wir wollen aber im Idealfall immer nur eine Person auf dem Bild haben. Deswegen machen wir an der Stelle 0 und 0. Also wir wollen Gesicht Index 0 aus dem Bild benutzen und Gesicht Index 0 aus dem. Und jetzt müsste das dann auch funktionieren, wenn ich das laufen lasse. Das Image wird geswappt. Offenbar aktualisiert sich die Preview-Note da oben etwas später. Es wird hochskaliert.
Und was wir da gleich sehen werden, ist, sobald sich diese Nodes hier mal aktualisiert haben. Jetzt habe ich auch die Größe, jetzt kann ich die mal ein bisschen zusammenschieben. So. Wir haben jetzt unser Ursprungsbild, also unser Ursprungsgesicht besser gesagt. Wir haben das Bild, was initial von unserem ersten Sampler erzeugt wurde. Wir haben das Bild nach dem Face Swap. Hier sieht man schon, dass das Gesicht übertragen wurde auf das kleine Bild. Und hier haben wir das Upsampling. Das Upsampling macht natürlich alles wieder ein bisschen kaputt, was der Face Swap gemacht hat. Wofür der aber an der Stelle gut ist, ist, dass wir das Gesicht schon in die richtigen Proportionen schicken können. Und wie ich anfangs gesagt habe, wir haben hier nur ein 128 x 128 Pixel Model zur Verfügung. Das heißt, wenn wir das auf das Upscaling machen würden, dann wäre es super verpixelt, weil dieses Gesicht halt einfach ohne KI hochskaliert wird, sondern einfach großgezogen wird. Und wenn wir es danach in den Upscaler jagen, kriegen wir wieder denselben Effekt, dass der Upscaler sein eigenes Mischmasch daraus erzeugt und wir wieder die Person verlieren. So, wie kommen wir denn jetzt aber an den Punkt, dass wir das Gesicht konsistent machen können? Und dafür habe ich mir Folgendes überlegt. Eine Sache mache ich hier auch noch immer ganz gerne. Das ist ein Image Sharpen. Ich muss nur mal gucken, welchen wir nehmen. Es gibt noch einfachere, genau hier aus der Post-Processing Suite. Hier würde ich nämlich gerne einmal das Image, was wir nach dem Face Swap gekriegt haben, einen Ticken schärfen, bevor es ins Upscaling geht. Und 0,3 reicht da in der Regel. Aber jetzt kommen wir zu dem Punkt hier hinten. Und hier werden wir erstmal einen Face Detailer einbauen aus dem Impact Pack. Und den müssen wir jetzt einmal verbinden. Hier sagen wir jetzt, wir wollen das Image haben, wir wollen das Model haben, den Clip, die VAE, das Positive, das Negative. Na, jetzt habe ich mich verhängt hier. So, Negative. Und wir brauchen natürlich einen B-Box-Detektor. Geht hier einfach auf Search, nimmt den Ultralytics-Detektor und ein SAM-Model. Da können wir hier den SAM-Loader verwenden. Und damit haben wir das schon. Wir können jetzt an der Stelle schon mal uns hier oben ein weiteres Preview hinzufügen. Beziehungsweise das Preview hängen wir mal hier drunter, weil das soll ja das letzte Bild sein. So. Und hier passiert jetzt der Trick, der eigentlich recht simpel ist. Wir werden nämlich an der Stelle hier den IP-Adapter laden. Dazu habe ich ein extra Video gemacht. Schaut da gerne rein, das ist ein super Teil. Der analysiert nämlich ein Bild, wie es aussieht, kann das beschreiben und anhand der Beschreibung, was er erstellt hat, dann auch dem Sampler sagen, okay, so ein Bild möchte ich jetzt rendern. Und das heißt, wir schicken einmal das Model von hier unten hier rein und dann in den Face Detailer. Ich kann das noch ein bisschen rüberschieben, so. Übrigens, ihr habt gesehen, ne? Ihr braucht dann einfach nur hier rausziehen, dann kriegt ihr den IP-Adapter Apply, dann zieht ihr aus Clip Vision hier rüber, Clip Vision Loader. Somit könnt ihr euch das ziemlich bequem zusammenstöpseln hier alles. So, es fehlt nur noch, was er beschreiben soll. Und da nehmen wir unser Bild, was wir mit dem oberen Sampler gemacht haben. Ich mache ja mal einen Reroute rein, damit es ein bisschen, wenn man ein bisschen besser sieht, wo das herkommt. Beziehungsweise wir können es auch so machen. Das ist besser zu sehen. Ja, geht so, ne? Aber ich denke, ihr kriegt's raus. So, und Weight 1 ist definitiv zu viel. Das kann ich schon sagen. Werte zwischen 0,5 und 0,6 funktionieren hier ganz gut. Könnt ihr natürlich mit rumspielen. Aber das war so von meinem Testing. Ich habe echt die ganze Woche abends immer ein bisschen damit rumgespielt mit dem Workflow und fand es so am besten dazwischen. Wir nehmen hier aber nicht das Plus Face Model, sondern tatsächlich nehmen wir ein normales IP Adapter Plus Model. Ihr könnt es auch mit dem Face Model ausprobieren. Das Face Model überträgt an der Stelle aber nicht ein Gesicht auf ein anderes, sondern es beschreibt nur das Gesicht, was wir hier reinschicken. Und anhand dieser Beschreibung versucht es, das andere zu machen. Das funktioniert auch. Ich fand aber, dass es mit dem IP Adapter Plus besser funktioniert.
Und jetzt sind wir eigentlich schon an dem Punkt, wo wir einfach mal sagen können, wir lassen das Ganze mal laufen. Was macht sie jetzt? Jetzt sitzt sie im Zug oder an der Wartestation. Sharpen Radius crashed. Okay. Wer nicht will, der kriegt ein anderes Sharpening. So. Ich glaube, die Note habe ich euch noch gar nicht vorgestellt. Muss ich mal gucken. Falls die im Workflow fehlt oder so, sagt mal Bescheid. Dann muss ich den Link dazu nochmal rausgraben. Das war nichts, was man über den ComfyUI Manager installieren konnte, sondern einzeln runterladen. Ihr könnt hier aber, ist optional das Sharpening. Ihr könnt es auch wieder rausnehmen. So, wir sind im Upscaling angekommen. Und jetzt gehen wir mal in den Face Detailer, der dann mit der Beschreibung vom IP Adapter Plus das Bild nochmal oder das Gesicht nochmal einzeln nachrendert. Und das ist dann die Preview Note hier unten. Auf die warten wir jetzt gerade. Ich habe es hier auch nur auf 50% erhöht. Ich könnte mal hier sagen, wir wollen das Ganze in der Höhe mal auf 1080 Pixel hochziehen. So, und da kommt's. So, und jetzt haben wir das Gesicht von hier nach da übertragen. Das ist leider ein bisschen wächsern geworden an der Stelle. Lass nochmal einlaufen. So. Das ist schon was besser. Und wir sehen, wir haben sie jetzt übertragen. Ich lasse mal eben, ich mache mir mal hinten eine Save Note hinzu. Und zwar ist das die Image Save. Genau. Hier hätte ich gerne im Ordner Model, ich weiß nicht mehr, wie meine anderen Model-Ordner hießen. Ich fange mal mit 10 an, sage aber, der soll den Workflow nicht mit einbinden und den Rest kann er ruhig machen. Und jetzt lasse ich mal eben 5 Bilder laufen und die gucken wir uns dann danach einmal an. 5 mal Q und ab geht's. So, ich habe jetzt mal 5 Bilder laufen lassen. Auch mit Fehlern, beziehungsweise ich habe mehr Bilder laufen lassen. Es kamen nämlich andere Fehler, aber ich habe auch welche mit Fehlern drin gelassen. Da können wir erstmal drüber reden. Das ist unser erstes Bild. Und das meinte ich, das passiert öfter mal, also was heißt öfter mal, vielleicht in 30% der Fälle, 20-30% der Fälle, dass wir hier so einen Schatten kriegen. Das ist, da habe ich noch keine Lösung für, ist eher doof, aber ja, dann rendert man halt ein neues Bild. Dann passt es wieder. So, hier ist ein Problem aufgetreten, dass wir jetzt sehen, dass der Face Detailer reingekickt hat. Das ist ein anderes Problem, aber das betrifft den Face Detailer. Der hätte jedes Bild hier oder jedes Gesicht sich geschnappt und verbessert. Uns geht es aber um das Hauptgesicht. Und das ist, finde ich, schon sehr konsistent. Wenn wir jetzt mal zum nächsten Gesicht übergehen. Hier sehen wir auch so einen leichten Schatten. Wie gesagt, da muss man wahrscheinlich ein bisschen mehr Bilder rendern lassen. Hier hinten ist auch der Face Detailer angesprungen. Hier auch. Und das ist ganz gut geworden, weil die Herrschaften hier hinten auch mit dem Rücken zu uns standen. Aber wenn man allein auf das Gesicht guckt, ist es ziemlich konsistent, wie ich finde. Und ich tue mich da ein bisschen schwer, immer zu sagen, ja, es sind dieselben Leute. Deswegen stelle ich das auch gerne mal einfach zur Diskussion hier. Vorschläge von euch, was man da vielleicht besser machen kann oder wie ihr es besser macht. Wir nehmen jetzt auf jeden Fall nochmal einen anderen Prompt. 30-year-old woman with blonde hair, short hair and green eyes. Es kann sein, dass das Model aufgrund des Models, dass die Augen extrem grün werden. Das ist aber ein anderes Problem. Ich schalte die Notes hier unten mal aus und wir stellen uns jetzt erstmal
hier oben ein charakteristisches Gesicht. Ja, ich suche gerade nach wirklich charakteristischen Merkmalen wie eine breitere Nase oder sowas in der Art. Ich überlege gerade, neben mir sieht, das meine ich mit den Augen übrigens, ne? Die sind übertrieben. Aber irgendwie macht das Epic Realism immer, wenn man Green Eyes eingibt. Ich weiß auch nicht warum. Kann man mit Prompting wahrscheinlich ein bisschen gegensteuern. Vielleicht sollten wir nochmal hier vorne sagen, Old 30-year-old British woman. Gucken, ob wir vielleicht dann ein bisschen besser triggern können. Nicht ganz so, ich will nicht sagen generisch, aber ich suche halt nach richtigen Charakteristika. Das Gesicht könnte ganz gut sein, ist ein bisschen breiter. Ich gehe mal einen Seed hoch, mal gucken. Na, wir nehmen das davor mal. So, und wenn wir jetzt den ganzen Kladderadatstunden wieder anschalten, aber vorher möchte ich den Prompt hier nochmal bearbeiten, weil in a Jazz Club ist er schlecht. Da sind zu viele Leute im Hintergrund. Was könnten die dann noch machen? Sitting on a meadow. So, und jetzt machen wir die ganzen Notes hier unten mal wieder an. Da habe ich eine zu viel erwischt. So. Und ich lasse jetzt noch mal ein paar Bilder laufen. Das erste gucken wir uns noch mal an. Wir kriegen jetzt wieder hier mit Unterstrich Person Unterstrich in etwa gleich. Die Haare passen jetzt nicht so ganz. Da hat er Short ein bisschen anders interpretiert. Aber egal, das kann man prompten. Hier ist unser Face Swap eingetreten. Wir sehen schon, dass das Gesicht von hier nach da übertragen wurde im Vergleich zu den beiden Bildern. Das ist das Upscaling generell. Wir haben hinten wieder Leute. Ich hoffe, der Face Detailer macht keinen Murks. Der müsste jetzt laufen, ne? Ja. Und da ist er fertig. Jetzt können wir mal gucken, ist das die Dame, die wir hier oben haben? Und ich finde, ja. Muttermale und so werden leider nicht immer übertragen. Es ist auch im Hals, ne? Er nimmt hier wahrscheinlich eher das Gesicht. Aber sie ist es. Die Augen sind übertrieben. Kann man hier vielleicht nochmal sagen. Oversaturated Eyes. Das stört mich auch noch ein bisschen, ist aber eine Modelfrage. Wir nehmen jetzt nochmal das zweite. Wieso hat er das denn jetzt geändert? Achso, weil ich das Negative Prompt geändert habe, ja. Okay. So, jetzt sitzt sie auf der Wiese. Hat sie die Beine irgendwie in einem Hasenloch oder? Naja, darauf kommt es jetzt nicht an. Wie gesagt, ich weiß nicht, was die Gute da macht. So, Grundbild mit Unterstrich Person Unterstrich, Face Swap, Upscaling und hier haben wir das Ganze nochmal dann mit dem Face Detailer danach und ich finde immer wieder, ja, es könnte die Person wirklich sein. Ich mache das jetzt mal wie eben, ich erstelle mal hier 5 Bilder und die schauen wir uns dann gleich mal durch. So, da sind wir durch. Wir schauen es uns mal an. Das ist jetzt unsere Dame. Hoffentlich konsistent auf den Fotos. Hier würde ich, wenn sowas auftritt, noch sagen, vielleicht ein bisschen Post-Processing, um das alles ein bisschen besser zu verschmelzen. Nichtsdestotrotz denke ich schon, dass es sich um die gleiche Person handelt. Ja, wie gesagt, ich bin da ein bisschen schwer am Einschätzen. Oh, hier hinten hat der Face Detailer wieder. Das ist ja hässlich. Egal, es geht ums Hauptmotiv. Und deswegen suche ich dann immer nach charakteristischen Gesichtern, wie zum Beispiel hier, sie hat eine etwas voluminösere Nase. Und die wird auch durchgehend dargestellt. Ja. Ich finde, man kriegt ziemlich gute Resultate daraus und der Workflow ist relativ einfach aufzubauen, relativ einfach zu verstehen.
Hier vorne das mit dem Replace müsst ihr ja nicht unbedingt machen. Das ist nur angenehmer, wenn ihr die Person beschreibt, die ihr rendern wollt, dass ihr es nicht in beiden Prompts für oben und unten machen müsst hier. Sharpening ist optional. Habe ich nur ganz gerne dann an der Stelle da, weil ich mir dachte, wenn wir so ein pixeliges Face-Swapping-Bild kriegen, dann schärfen wir das noch, bevor es ins Upscaling geht. Und ja, der Rest ist eigentlich nicht sehr kompliziert, finde ich. Man kriegt aber doch gute Ergebnisse. Wir können das Ganze auch nochmal mit einem Mann ausprobieren. 60-year-old man with short gray hair and brown eyes. Hier hätte ich dann aber gerne noch Beard als Negative, weil mit Bärten tut er sich schwer. Die können nämlich mal lang sein, mal kurz sein. Ist vielleicht auch eine Prompting-Sache. Aber wenn unser Ursprungsbild einen kurzen Bart hat und am Ende kommt dann langer bei raus, das erkennt der Face-Detailer an der Stelle nicht mehr. Und dann, ja, ist es nicht so schön. So, wir gucken mal eben. Ist er schon gut? Er ist schon ganz gut, glaube ich, ne? Wir lassen ihn mal. Machen die Notes hier unten wieder an. Und lassen das Ganze mal durchrattern. So. Ja, das ist auch nicht so ganz konsistent. Mit der fliehenden Stirn jetzt und den Haaren hier oben. Aber wie gesagt, ihr könnt gerne dann in die Diskussion gehen. Oder mal schreiben, was ihr verbessern wollen würdet oder so. Mir ging es jetzt darum, dass man nicht groß nachinstallieren muss, irgendwelche Zusatzdinger. Und dass der Workflow im Prinzip einfach aufzubauen und einfach nachzuvollziehen ist. Man kann ja da noch, den cancel ich mal, man kann ja da noch an verschiedenen Stellen reingrätschen und so. Aber das ist das, was ich jetzt so rausgefunden habe, um relativ einfach ein konsistentes Gesicht hinzubekommen. So, hier sieht man auch wieder den Unterschied zwischen Originalrender und nach Face-Swap. Das Upscaling macht es wieder ein bisschen kaputt, aber der Face-Swap sorgt schon dafür, dass wir die richtigen Proportionen im Bild kriegen. Und jetzt schauen wir uns das mal an hier. Und auch hier denke ich, ja, das ist der Herr. Die Nase, der Mund, die Augen. Gut, die fliehende Stirn hier jetzt nicht mehr so ganz. Aber es funktioniert. Und ihr könnt natürlich auch zwischen den Models springen hier. Ne? Also ihr könnt hier auch, könnt euch die einfach mal kopieren. Und hier unten reinhängen. Und dann könntet ihr hier unten auch ein anderes Model nehmen. Nehmen wir mal das Absolute Reality. Das heißt, wir erzeugen uns ein Gesicht mit dem Epic Realism. Erzeugen dann ein Bild mit dem Absolute Reality. Was ja auch nochmal ganz interessant ist. Hier ist der Face Swap. Das hat auch von der Größe so gut funktioniert. Na, wir sind hier im 128 Pixel Bereich unterwegs. Kleines Gesicht nur. Und jetzt schauen wir mal eben auf das Endresultat. Und ist es? Die Nase wieder. Der Mund. Also ich denke immer, ja. Es sind die Leute von dem Bild hier. Natürlich in anderen Situationen, an anderen Tagen. Aber vom Prinzip her funktioniert es. Ja, probiert es doch gerne selber mal aus. Teilt mir eure Erfahrungen mit. Und Verbesserungsvorschläge eventuell. Dass man vielleicht einen kleinen Workflow hat, der konsistente Charaktere erzeugen kann. Allerdings nicht zu komplex ist an der Stelle. Ihr könnt auch Open Post übrigens anwenden. Macht das dann hier in dem Bereich Open Post dazwischen. Dann wird das Grundbild mit der Pose generiert. Und dann habt ihr euren Charakter in der Pose. Wenn man gezielter, konsistente Bilder erschaffen möchte. Ja, viel Spaß beim Experimentieren und Rumspielen damit. Ich wünsche euch was. Macht es gut. Bis zum nächsten Video. Tschüss.